Heute gehen wir mal dem nach, was es mit der Kreativität so eigentlich auf sich hat, was sie ist und vielleicht was sie auch nicht ist. Kreativität ist meiner Meinung nach sehr eng mit der Authentizität verbunden. Warum? Weil echte innere Kreativität aus uns selbst fließt. Es gibt letztendlich keine feste Definition. Man sagt allgemein, dass Menschen, die irgendeiner Kunstform nachgehen, sei es Musik, Schreiben oder Malen, kreativ sind. Doch ich persönlich sehe das, ehrlich gesagt, etwas differenzierter. Wenn man etwas völlig ohne eine persönliche Note macht, nur die Tools und Techniken beherrscht, ist man dann kreativ? Fühlt sich Malen nach Zahlen, nach Kreativität an? Also, was genau bedeutet es, kreativ zu sein? Wie schon erwähnt, ist das hier meine ganz persönliche Meinung und es muss auch nicht jeder mit mir übereinstimmen. Ich habe so oft den Satz, ich wäre so gern so kreativ wie du gehört oder gelesen. Nicht nur bei mir, oft auch unter den Posts auf Instagram bei anderen. Doch kreativ zu sein ist nicht etwas, was der eine hat und der andere nicht. Es ist eher, ob man in sich selbst den Zugang findet oder nicht. Und dabei gilt nicht, dass alle alles gleich gut machen könnten, wenn sie nur lange genug in sich selbst suchen. Jeder von uns ist wundervoll unterschiedlich und jeder kann kreativ sein. Das ist die ursprüngliche Natur eines jeden Menschen. Was also ist ausschlaggebend? In meinen Augen liegt es oft an der Authentizität eines jeden. Lass mich das mal erklären. Die Authentizität eines Menschen ist gleichzeitig sehr eng mit seiner Verletzlichkeit verbunden. Ohne Verletzlichkeit gibt es leider auch keine Authentizität. Doch viele Menschen sind nicht bereit, sich verletzlich zu zeigen. Das mag die unterschiedlichsten Gründe haben. Denn, und ich vermute, hier werdet ihr mir zustimmen, ist es immer ein gewisses Risiko, sich so zu zeigen, wie man ist. Nicht angepasst, nicht wie andere einen haben wollen, sondern so, wie man wirklich ist. Denn das könnte Ablehnung bedeuten. Vielleicht sogar Spott. Andere Menschen können sich über das, was wir lieben, was wir dichten oder herstellen, lustig machen. Und da im Leben so viel Anpassung erwartet und oft auch verlangt wird, wissen wir irgendwann denn überhaupt, was unser wahres Selbst ist? Schon Kinder müssen sich in vielen, wenn nicht in den meisten Familien den Erwartungen anpassen. Und es mag jemand sagen, Regeln sind für eine Gemeinschaft wichtig. Dem widerspreche ich sicher nicht. Aber freie Entfaltung ist mindestens genauso entscheidend, um zu einem gesunden Erwachsenen heranwachsen zu können. Ich selbst wurde in eine streng religiöse Gemeinschaft reingeboren. Ich hatte damals weder die Wahl noch die Chance. Schon als Baby oder Kleinkind wird dort erwartet, dass man im Gottesdienst still und leise bis zu 2 Stunden auf einem Stuhl sitzt, ohne Spielzeug, eventuell mit einem Buch in der Hand, wenn die Eltern selbst nicht so streng sind. Denn die Kinder sollen lernen, dem Gesagten zu folgen. Und während für ein weinendes Baby noch Verständnis aufgebracht wird, vorausgesetzt die Mutter verlässt schnell den Raum, um andere nicht zu stören,
So werden die Eltern schon sehr streng angeschaut, sobald ein Zweijähriger nicht wirklich stillsitzen kann. So ein Kind wird ermahnt und hört es nicht, wird es rausbegleitet und erfährt so lange eine vielfältige Bestrafung, bis es lernt, still zu sitzen. Für die Eltern spielt es oft dabei keine Rolle, ob das Kind anschließend nur brav ist, weil es Angst vor den nächsten Schlägen hat. Es hat zu gehorchen. Diese Erziehungsmethode ist natürlich nur gut gemeint und zum Besten des Kindes. Ironie auf. Wie sehr unterdrückt oder gar bricht das den kindlichen Geist. Das Gehorchen müssen, ohne es zu verstehen. Körperliche oder mentale Gewalt, um die Unterordnung zu erzwingen. Man muss wirklich kein Psychologe sein, um zu wissen, dass das nicht gut ausgehen kann. Und nehmen wir die Schule. Dort geht es im Grunde weiter so. Individualität ist nicht wirklich erwünscht. Diese jungen Seelen lernen schnell, dass nur wer möglichst gut wie gefordert funktioniert, auch etwas erreicht. Ich habe genug junge Menschen kennengelernt, deren Individualität vollkommen verschüttet wurde. Sie im Mainstream total untergehen und schon in so jungen Jahren völlig verloren wirken. Spätestens mitten in ihrem Leben wird sie das einholen. Die Frage nach dem, wer bin ich eigentlich und was macht mich aus? Um sein eigenes, wahres Selbst entdecken zu können, muss man dann sehr geduldig mit sich selbst sein. Sehr liebevoll und mit viel Mitgefühl für den eingesperrten inneren Kern agieren. Wir dürfen uns das so vorstellen, als hätte das kleine Mädchen oder der kleine Junge in uns sich damals ganz tief nach innen zurückgezogen. Und dieses Kind hat Angst, sich selbst zu zeigen. Denn hat es das mal, wurde es vielleicht bestraft. Nicht unbedingt so wie in meinem Fall. Aber vor gar nicht so langer Zeit habe ich eine Mutter in der Schlange an der Kasse mitbekommen, die 2 Kinder zur Stille gemahnt hat, weil sie miteinander echt süß, auch wenn auch ein bisschen laut lachten. In den Augen des Kindes ist sowas völlig willkürlich, denn ein Kind versteht vielleicht, was erwartet wird, aber nicht unbedingt warum. Mir geht es hier nicht um die Diskussion, wie man am besten ein Kind ins Leben begleitet. Dafür gibt es andere, ganz tolle Adressen. Mir geht es nun um die Erwachsenen, die betroffen sind. Denn wo soll die Authentizität herkommen, wenn man nie gelernt hat, sich selbst zeigen zu dürfen? Mir geht es um die Erwachsenen, bei denen vielleicht nun die Frage aufkommt, wer bin ich eigentlich? Um denen zu helfen, die 1000 Fragezeichen sehen, aber keine Antworten, wie ich damals. Startet man so, ich nenne es bewusst, eingeschränkt ins Leben, bekommen wir es vielleicht gar nicht mit, dass wir nicht unser eigenes Leben leben, sondern bemühen uns, den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Der Verlauf des Lebens entwickelt sich wie scheinbar von allein, als hätten wir keine Wahl. Alles ist durch die Umstände vorgegeben. Und auch wenn hier und da etwas aufblitzt, eine Idee, ein Lebenswunsch, dann findet unser konditioniertes Unterbewusstsein direkt tausende Abers und Weils, warum etwas nicht geht, warum das eine blöde Idee ist. Kreativität ist also eigentlich etwas ganz Natürliches.
nichts Kompliziertes. Man sieht es an den Kindern, ihrer Fantasie. Sie erfinden Welten, Geschichten, Charaktere und Erfindungen, bis es sich eben nicht mehr schickt. Irgendwann sind sie angeblich zu groß dafür. Und obwohl es bei jedem Mal etwas so Natürliches war, ist es nun für manche von uns vielleicht das Schwerste überhaupt. Denn es erfordert den Mut zur Verletzlichkeit. Es erfordert den Willen, aus dem Bekannten, der scheinbaren Komfortzone hinauszutreten und erstmal herauszufinden, wer man ist. An dieser Stelle kann ich es euch versprechen, dass es zum Teil zwar eine sehr große Überwindung kosten kann, denn die Welt urteilt über uns zum Teil echt gnadenlos. Aber dass es sich wirklich mehr als lohnt, dennoch authentisch zu sein. Das größte Geschenk dabei ist der Zugang zu seiner eigenen Intuition, die ebenfalls bei vielen total verschüttet ist, weil deren Leben immer von außen beeinflusst werden und sie es vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Wer herausfindet, wer er ist, was er fühlt, was ihm gut tut und was auch nicht, der kann seine Gefühle sprechen lassen, ob in der Musik oder auf einem Stück Papier. Doch Kreativität hat so viele Seiten, wie wir Menschen sind. Kennt ihr zum Beispiel Handwerker, die scheinbar für jedes Problem im Haus eine Lösung finden? Oder solche Menschen, die ohne Rezeptbücher unglaubliche Gerichte kochen, nur weil sie sich vorstellen können, wie die einzelnen Zutaten miteinander schmecken werden. Oder andere, die sich für ihre Kinder die tollsten Geschichten und Abenteuer ausdenken. Kreativität ist so viel mehr als nur eine Art von Kunst. Es heißt, die häufigste Ursache für Depressionen, neben einem Vitaminmangel, ist nicht sein eigenes Leben zu leben. Diese Aussage ist viel tiefer, als sie scheint, und ich halte sie für wahr. Seine eigene Kreativität ausleben zu dürfen, was auch immer es sein mag, im besten Fall noch beruflich, bringt mehr als Erfüllung. Es bringt inneren Frieden, eine Zufriedenheit, die nur schwer zu beschreiben ist. Eine Freude, weil man auf sein Herz hört. Das ist etwas, das nicht in Gold gewogen werden kann. Hat jemand den Zugang zu seiner ganz persönlichen inneren Kreativität längst entdeckt? Dann herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für jeden, der das erreicht hat. Bist du aber der Meinung, dass du ein unkreativer Mensch bist? Dann kann ich dich nur von ganzem Herzen dazu ermutigen, nach der kleinen Flamme in dir zu suchen. Geh gedanklich, vielleicht sogar bis in deine Kindheit zurück und frag dich, was hat mich damals glücklich gemacht? Warst du vielleicht ein kleiner Geschichtenerzähler? Würdest du gerne ein Buch schreiben, aber du hattest in der Schule keine guten Noten? Versuch es trotzdem. Lass es einfach zu und sei voller Geduld und Mitgefühl für dich selbst. Ja, ich weiß, vielleicht ist die Rechtschreibung nicht deine Stärke. Aber weißt du was? Dafür gibt es Leute. Und denen fehlt vielleicht deine unglaubliche Fantasie. Wie schon im letzten Video erwähnt, ein Neuanfang,
darf sich Zeit nehmen. Auch der kreative Teil von dir darf das. Sei behutsam mit ihm. Schaffe einen Safe Space, eine Umgebung, in der sich das Kind in dir traut, wieder Stück für Stück hervorzukommen. Und dann lass es spielen und schau, was passiert. Denn jeder Mensch ist kreativ. Gib die Suche danach nicht auf, denn es lohnt sich. Im nächsten Video gehe ich weiter darauf noch ein. Und ich würde mich von Herzen freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Und wenn du magst, hinterlasse vielleicht ein kleines Herzchen in den Kommentaren und ein Abo. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.